Scheiß. Ja. Ja, Wie fühlt sich das an? Furchtbar. ähm, Wenn jetzt die Enttäuschung ist vorrangig, denke ich mal. ja, ist im ersten Moment natürlich viel vernichtender, als es dann einen Monat später ist. Also im ersten Moment ist es eigentlich immer so, ach, es klingt immer ein bisschen blöd, wenn man das so sagt, aber irgendwie stehst du irgendwie vom Existenz aus gefühlt und deine Welt zerbricht und du weißt nicht, ob und was von dem, was du bisher hattest, irgendwie noch weiterläuft und ob du die Person verlierst oder halt nur in deinem Leben behältst. Und was ich immer kacke fand, bei so allen Trennungen eigentlich, war, dass du mit der Person so viel Zeit verbracht hast und so viel Erfahrung hast, auch so Erfahrungen, die halt kein anderer Mensch teilt irgendwie, also von beiden Seiten. Und ich hatte dann immer eigentlich als größte Angst, dass man den Kontakt verliert, obwohl man sich eigentlich mag, aber einfach wegen der Trennung und dass man dann quasi, also wenn du zum Beispiel irgendwie 4 Jahre schon eine Beziehung oder so hattest, dass du dann alles verlierst, was in den 4 Jahren passiert ist. Also dass du nie wieder über gewisse Ereignisse reden kannst, weil die Person nicht mehr da ist, mit der du es erlebt hast. Oder dass du irgendwie einfach, keine Ahnung, wenn dir irgendwas, ich sag jetzt mal, Einschneidendes passiert ist in der Zeit und du hast das mit der Person durchgestanden, dann fehlt dir irgendwie dein Soul Buddy für die Zeit. Und das fand ich immer am beängstigsten. Yes. Broken hearts. How does it feel? Ein gebrochenes Herz. Muss ich tatsächlich sagen, dass ich das noch nie hatte. Lucky you. Ja, ich bin tatsächlich in einer Beziehung, in meiner ersten Beziehung noch und seit 5 Jahren schon. Und deswegen kann ich das Gefühl nicht beschreiben. Ich kann es eigentlich nur vielleicht von Freundinnen oder so. Oder von näheren Bekannten beschreiben. Aber Schon sehr, ja, Stiche im Bauch. Habe ich lange nicht gehabt. Ich bin jetzt fast 30 Jahre verheiratet, von daher. Schön. Aber das ist doch gut, dass man das nicht mehr so, wenn schon so lange her ist, dass man es nicht mehr abrufbar hat. Das ist gut. Very hard to define, but it would be kind of like a glass. If you say it's kind of like a glass, and it is shattered. It's like into the small parts, and that's like a kind of like a old story that you can put them just side by side and just try to connect them, but it won't be like it was before. But maybe the heart can be by the power of love, I guess. But yeah, it's kind of like very deep sadness. Bauchweh, Kopfschmerzen, schlechte Laune. Das fühlt sich natürlich auch an wie so ein Fallen ins Leere erstmal. Ne? Das ist ja schon so die Idee. Das kann ja die verschiedensten Lebensbereiche umfassen. Ob es eine Beziehung ist oder ein Kontext mit lieben Menschen, mit denen man lange verbunden war in Freundschaft. Auch das ist Verlust, das ist auch ein gebrochenes Herz, nicht nur eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Ich finde, wichtig ist nicht in Ärger auseinanderzugehen, wenn es geht, sondern einen kurzen Moment zu nehmen und zu sagen, okay, lass uns mal kurz reden, woran hakte es, und sich zu sagen, okay, ich sehe dich, zwischen uns ist jetzt aber das geklärt und nicht ins Ungeklärte hinein weiterzugeben. Das holt einen dann doch meistens irgendwann wieder ein, dass es super, es ist alles super schwer, also Motivation irgendwie für was zu finden, aber halt auch einfach, der Körper fühlt sich schwerer an, es ist alles träger, alles ein bisschen bedeutungsloser und es ist einfach schwieriger alles. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Möglichkeit, einfach einen Antrieb zu finden, einige Sachen neu anzufangen, sich selbst zu überdenken, die ganzen Entscheidungen, die man mit dieser Person gegebenenfalls hat oder halt sich vorgestellt hat, zu überdenken. Ja, also auf der einen Seite super beschissen und auf der anderen
kann es bestimmt auch beflügelnd sein, wenn man sich halt lange genug damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, wenn das jetzt nicht die erste Trennung ist, dann weiß man ungefähr, durch welche Stadien man läuft. Dann weißt du, okay, also ganz nüchtern gesehen, einfach, ja, ich bin jetzt erstmal traurig, dann bin ich vielleicht ein bisschen wütend auf mich selbst und dann fängt es an mit, ja, vielleicht ist es ganz gut, dass es so ist, dann fängst du an, zu arbeiten. Aber es ist scheiße, das zu wissen irgendwie. Also als ich es nicht wusste, war es immer, da wusstest du halt nicht, was dich erwartet und so wusstest du genau, okay, die nächsten Monate, Jahre werden beschissen. Das fand ich immer kacke, das zu wissen irgendwie. Aber es ist trotzdem immer ein bisschen anders. Aber ich glaube, diese verlorene Zeit, da habe ich immer am meisten Angst vor gehabt. Ja, ich denke, dass ich versuchen würde, mich abzulenken. Also ich glaube, bestenfalls würde ich irgendwie mit Leuten darüber reden, mit Freundinnen vor allem. Und ja, dann versuchen, mich abzulenken. Also ich mache zum Beispiel auch Sport, vielleicht könnte ich da irgendwie ansetzen. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, oder so wie ich das oft sehe, dass dann einfach mit der Zeit einfach immer besser wird. Usually people say take your time, but I think take your time is to forget it usually. But I would recommend to risk it, like to go for, try to find, maybe if you're heartbroken, like in an emotional situation, like in a relationship or something, then try to go for, risk it again, like go for like try it again. Take your time. Oh, first of all, take your time. Try to be all together with yourself. So like, kind of like self-love or like gather yourself, and then try to go out again, because the whole life is kind of like a risk every day, every moment. You don't know, anything might happen. So try your best. I would say.